Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir haben ja gestern gesehen, was möglich ist mit dem Ultimate Dungeon, was Leute damit anstellen, wie viele Ressourcen sie innerhalb von kürzester Zeit zusammenbekommen können. Und ja, ich hatte ja gesagt, ich mache das nochmal mit euch. Ich möchte nochmal einen Ultimate Ressourcen-Run machen. Und wo bietet sich das natürlich besser an als auf W50, wo ich jetzt mittlerweile schon mich zum Teil equipped habe. Der wichtigste Slot fehlt mir noch, das ist die Waffe. Ansonsten habe ich schon einen neuen Helm, das nutzlose Schwert, hier den Ring habe ich ausgerüstet, den Lenden schwarz. Und ja, mal gucken, was wir noch alle so bekommen werden im LDU. Ja, und deswegen gehen wir mal rein. Wir haben Startpreis von 650. Nachher zum Ende werden wir mal schauen, wie oft wir sterben werden. Nochmal für die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was Ressourcenruns sind. Das sind halt sehr, sehr teure Legendary Runs, wo man primär auf die Ressourcen halt geht und nicht auf das schnelle Durchkommen mit möglichst wenig Toten und dafür dann halt versucht, so wenig wie möglich zu sterben und dann halt die Legendaries abzugreifen. Nee, hier geht es darum, viele Tode in Kauf zu nehmen, was natürlich dann sehr teuer ist, um halt eben an diese benötigten, besagten Ressourcen zu kommen. Und da es halt hier auch die dreifache Menge gibt, gucken wir mal, wie sich diese Runs so rentieren. Freunde, bevor es mit dem Ressourcenrun losgeht, wollte ich nochmal eine kleine Anmerkung machen für die Leute, die sich vielleicht fragen, wo die Störartigen hin sind oder ob die sich aufgelöst haben. Die Störartigen und German Raiders haben eine Gildenfusion gemacht, was ich sehr gut finde, da die Störartigen auch schon viele Inaktive jetzt mittlerweile hatten. Und das wohl bei den German Raiders ähnlich gewesen ist, wurde da ein Zusammenschluss herbeigerufen und quasi eine Gildenfusion hat stattgefunden. Und ja, das ist halt sehr cool. So haben die noch aktiv bei den Störartigen gespielt haben, noch weiterhin Bestand und die Saga der Störe geht quasi so ein bisschen weiter, was ja so anfangs so ein bisschen die Community-Gilde gewesen ist, die durch Breezox und andere auch geleitet worden ist. Und jetzt halt eben mit der Fusion der German Raiders hier noch weiter auf W50 besteht. Coole Sache auf jeden Fall. Falls ihr da noch irgendwie Teil der Community seid und noch eine Gilde sucht, die, weiß ich gar nicht, was hier für Voraussetzungen momentan sind. Aber halt, wenn ihr Leute sucht aus der Community halt eben noch aktiv, dann könnt ihr da auch sehr gerne teilnehmen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Run. Und ja, wie gesagt, 650 plus halt die Tode dann zusammengerechnet, werden wir mal schauen, was wir hier so rausbekommen können. Ja, ich bin selbst sehr gespannt. Ich hatte hier noch gar nicht weiter, bin ich hier auf Ressourcen großartig gegangen. Habe ich jetzt auch nicht vor, in diesem Dungeon auf Ressourcen hier wirklich so zu gehen. Hier ist primär jetzt wirklich mein Ziel auf W50 tatsächlich. Meine Items zusammen zu bekommen und vor allen Dingen halt eben das Schwert. Ne? Das Schwert ist halt wirklich mein Hauptanliegen so, da ich halt schon letzten Dungeon ausgesetzt habe. Hier haben wir jetzt zum Beispiel so eine Tür. Bei den Ressourcenruns geht man absichtlich halt in Fallentüren, in Opfertüren und ja, die begünstigen natürlich das schnelle Sterben, ne? Aber dahinter verbergen sich halt auch oftmals eben sehr gute Ressourcen, an die man sonst normalerweise so eventuell gar nicht rankommt. 27 Millionen Holz zum Beispiel. Wir haben ja noch sehr viel Holz auf Tasche, deswegen das gar nicht mal so primär wirklich mehr so die für mich interessant, so Seelen und Kristalle auch. Und deswegen mal gucken, was wir da so rausbekommen hier. Ja, jetzt haben wir kaputte Rüstung. Das ist natürlich nicht cool. Wir versuchen mal zu fliehen. Ja, sehr gut, hat sogar mal geklappt. Dann versuchen wir das mal weiterhin. Mal schauen, ob es klappt. Und die Opfertür nehmen wir wieder mit. Ja, und da nehmt euch bitte kein Beispiel dran an diesem Playstyle hier. Der ist wirklich sehr, 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 sehr teuer. Das Ganze, ne, ihr wisst ja, ich werde ja von Player Games auch zu einem gewissen Grad unterstützt. Deswegen kann ich euch das Ganze hier mal so auch veranschaulichen, wie es zum Beispiel
gestern der Apo auf wo war das? Auf W60, ne? Oder? Auf welchen Zoll? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen, Alzheimer kickt rein. Ja, gemacht hat und das halt innerhalb kürzester Zeit. So, ne, hier, das ist das, worauf es ankommt. Jetzt haben wir hier zum Beispiel mal die erste Opfertür mit der ersten Opfertruhe und da bekommen wir Metalle raus und jetzt seht ihr auch mal, gut, den hätten wir angreifen können. Wir haben ja hier momentan keine Möglichkeit zu fliehen. Jetzt seht ihr auch mal, wie viel Damage das macht und vor allen Dingen, was das halt auch im Verhältnis bringt. Es ist wirklich gar nicht sehr viel. Da wählen wir den Freitod hier. Es ist wirklich gar nicht so viel, was man so bekommt an Ressourcen. Also wenn ich mir jetzt überlege, gut, das ist jetzt halt die dreifache Menge so, ne? Was jetzt an Metalle hier war. Hier rechts ist ein Monster, links ist ein Fragezeichen. Wenn aber rechts schon ein Monster ist, dann ist links kein Monster mehr. Das heißt, wir gehen mal links rein und nehmen die Falle in Kauf. Ja, sehr gut, das kann man sich auch so merken. Und ja, sind beim ersten Zwischenboss angelangt. Wir packen mal alles ein. Chance auf epische Türen brauchen wir nicht. Weniger verfluchte Türen brauchen wir auch nicht, wir brauchen das Gegenteil. Was ist denn das Gegenteil hier? Es erscheinen mehr verfluchte Türen. Chance, okay. Ja, dann nehmen wir doch mal das hier. Das ist schon mal für den Ressourcenrun sehr förderlich. Sonst normalerweise Runen, die man gar nicht nehmen würde, nimmt man jetzt hier. Zum Beispiel halt eben so eine Rune hier, die halt normalerweise komplett bad ist. Oder halt eben Runen, die halt die Opfertüren mehr triggern. Das heißt, es erscheinen mehr Opfertüren. Dafür bekommt ihr weniger Schaden, wenn ihr die nehmt und so. Das ist eigentlich mit so die beste Rune, die ihr haben könnt, wenn ihr mal so einen Run selbst ausprobieren wollt. Ne? Wer sehr, 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 sehr fleißig sein sollte von euch, der kann auch sehr gerne mal zusammenrechnen, was wir hier insgesamt durch die ganzen Etagen jetzt hier an Ressourcen zusammengesammelt haben. Das ist ganz schön Arbeit. Das ist natürlich immer Worst Case, wenn man eine Opfertür hat und dann hat man kein Leben, um durchzugehen. Das will man natürlich auch vermeiden. So, mal schauen. Ich bin gespannt, was wir jetzt beim nächsten Zwischenboss für eine Rune bekommen. Die Opferrune wäre echt halt richtig strong. Alleine schon zum Veranschaulichen hier des Beispiels. Und wie gesagt, das ist jetzt was ich so normalerweise wirklich versuche zu vermeiden oder ganz, 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 ganz selten mal mache. Zum Anfang, beim letzten Leggy Dungeon, da hatten mir zum Beispiel die Ressourcen gefehlt. Da hatte ich dann mal sowas gemacht hier auf dem Server, aber jetzt, wie gesagt, wir haben immer noch mehr als genug Ressourcen. Man hat ja auch momentan wirklich sehr viele Events, die halt auch die Ressourcenruns begünstigen oder so. Das ist jetzt auch eine schwere Entscheidung. Wir haben zwar hier das, wofür wir hier sind, aber wir haben jetzt auch One-Hit-Wonder. Schlauer wäre es gewesen, anstatt One-Hit-Wonder, dass wir hier jetzt den Heal mitgenommen hätten. Das habe ich falsch gemacht. Also da anstatt One-Hit-Wonder lieber Heal mitnehmen, weil so kann man noch mehr aus den Fallenräumen rausziehen und kann sich dann gleich dafür entgegenheilen. Gleiche bei Opfertüren zum Beispiel, wenn ihr da Opfertüren habt und die machen euch ja extrem viel Schaden, so, ne, diese Opfertüren. Da denn den Heal zu haben und euch gegenzuheilen, das ist schon einiges wert. So. Da haben wir das und jetzt komm, gönn. Jawohl. Nee, das ist diese andere Rune. Schade. Die sieht fast genauso aus. Die ist auch rot, diese Opfertür-Rune. So, was haben wir denn hier? Dauer von Segen erhöht die Chance, ein Fluch aus dem Fass. Okay. Okay. Fallen verursachen Flüche. Nee. Erhöht die Chance. Dann nehmen wir das hier, weil wir haben hier jetzt schon Chance, bessere Segen zu erhalten, 40%. Nehmen wir einfach das. Ja, das spricht natürlich dagegen, aber wenn wir einen Heal bekommen, dann hält er einfach noch einen länger und das ist schon sehr förderlich. Ist jetzt hier wahrscheinlich in der Situation die beste Möglichkeit gewesen. Ich würde in die Tür gehen, aber wir haben hier noch eine Verschlüsselung, die zieht mir 2 Schlüssel ab. So, sonst hätte ich das gemacht, weil wir versuchen jetzt mal so ein bisschen vielleicht hier und da einen Buff mitzunehmen. Damit wir uns mal wieder so ein bisschen healen auch mal zur Abwechslung. Das ist wirklich bitter. Jetzt haben wir wieder zu wenig Leben, um die Opfertür zu nutzen. Also bei solchen Ressourcenruns muss man auch wirklich aufpassen. Schon wieder hier, dass man, wenigstens nicht Heal, dass man immer Full Life hat. Sonst kann man eigentlich
ja, gefühlt gleich sterben so, weil das bringt einen relativ wenig, wenn man halt durch den Dungeon hier durchgeht, ohne halt eben, naja, das zu machen, weswegen man das macht, und das sind halt eben diese Türen. Ne? So, jetzt haben wir einen ganz positiven Nebeneffekt. Okay, das hat leider nicht funktioniert. Wir haben jetzt so viele Debuffs, dass wir es eventuell schaffen könnten, die Debuffs wegzuspammen. Also die weniger schlimmen durch die etwas besseren Debuffs wegzuspammen. Ne? Aber das klappt leider nicht. Hier, vielleicht kriegen wir jetzt den Poison weggespammt. Achso, nee, wir bräuchten noch einen. Shit. Ich kann auch nicht zählen. Jetzt bräuchten wir noch einen, aber jetzt sterben wir durch den Poison. Ja, manchmal klappt's, manchmal nicht. So, und ihr merkt, wie teuer diese ganze Angelegenheit ist, wenn man sowas in Kauf nimmt. Aber es bringt einen halt auch eben ja, schon einiges an Ressourcen ein, würde ich mal sagen. So, achten wir mal drauf und hoffen mal, dass wir jetzt bei der letzten Etage zumindest wir fliehen. Bei der letzten Etage hier die Rune bekommen, von der ich geredet habe. Aber zuerst mal holen wir uns jetzt einen Heal. Das ist jetzt ganz wichtig. One-Hit-Wonder bringt einen tatsächlich gar nicht so viel, wie ich anfangs fälschlicherweise gedacht habe. Beim letzten Mal hatte ich das, glaube ich, auch. Da hatte ich auch immer mit Heal gespielt. Hier 7 Räume jetzt, 20% Heilung. Damit kann man schon ordentlich was anfangen. So, jetzt versuchen wir uns mal auch ein bisschen gegen zu heilen hier. So, und jetzt können wir schon mal getrost durchstarten hier. Jetzt bräuchten wir ein paar Opfertüren. Die haben wir leider relativ selten gehabt jetzt. Gehen wir mal hier lang. So, da können wir gegenheilen. So, und von ihm können wir auch nochmal ein bisschen Damage reducen, weil wir jetzt nächste Runde nochmal... Ja, schade. Schade. Wir haben nicht die Rune bekommen, die ich haben wollte. Ja. Kämpfe fliehen. Eine Tür ist immer verschlossen. 40% schon. Ja, nehmen wir das hier. Nehmen wir mal das. Das ist, denke ich mal, ganz okay. Wenn eine Tür immer verschlossen ist, ich glaube, das zählt halt auch als ja, diese Opfertüren und sowas. Na toll, jetzt kommt das, wenn man es nicht braucht. Oder halt diese Fallentüren. Ich weiß nicht, ob die auch, ich glaube, die gelten auch so als eine Tür verschlossen. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ja, zum Beispiel das hier ist ein Monster und eine Tür ist verschlossen. Das ist dann immer so. Ne? Also diese zählen auch als verschlossene Türen, also tatsächlich gar nicht mal so verkehrt für unser Vorhaben hier. So, und weiter geht's. Es ist auf jeden Fall... Also, ne, man kann sich jetzt schon vorstellen, wie viel Geld da drin steckt, wenn man halt wirklich die Mine innerhalb von, ja, weiß ich nicht, von ein paar Tagen irgendwie auf Stufe 100 ziehen möchte. Das ist halt schon echt mit sehr viel Geld verbunden. So, ne? Aber wir bekommen jetzt hier tatsächlich auch sehr viel, ja, sehr viele Fallenräume. Was ich leider wirklich vermisse, sind die Opferräume. Das finde ich ein bisschen... Boah, Digga. Der Schaden, Alter. Jetzt brauchen wir mal nochmal einen dicken Heal. Wir haben gerade noch so 3 Schlüssel. So. Wenn wir jetzt... Gut, das ist jetzt risky. Wenn wir jetzt von einem Monster gehittet wären... das läuft sehr unlucky. Ach Mensch, du, da wollte ich euch zeigen, wie es funktioniert hier, ne? Dass das natürlich teuer ist, da bin ich von ausgegangen, aber dass es leider auch nicht so gut läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, trotzdem haben wir ja hier schon mal gute Ressourcen gesammelt. Das kann man ja nicht anders sagen, auf jeden Fall. Wo kriegt man schon mal 9 Millionen Steine einfach so her? Ja, aber ihr seht, ja, weiß ich nicht, die Opfertüren, die wollen nicht so recht. Da befindet sich meistens auch wirklich nochmal dicker Loot hinter. Aber da müsst ihr halt auch eben, ja, extrem viel Damage kassieren. Oha. Nochmal 9er. One-Hit-Wonder. Ein Heal wäre mir tatsächlich wieder lieber gewesen. Aber besser als gar nichts. Ja, das ist halt so das Ding. Also hinter dem Goldraum können sich halt auch viele Ressourcen verbergen. So, ne? Kann so ein Seelenpool kann da sein oder so. Gehen wir links lang. Das ist, also Goldraum ist generell immer besser als irgendwas anderes. So. Ja, und jetzt gehen wir einfach mal nochmal rechts. Ja, obwohl wir One-Hit-Wonder haben. Wir gucken, was wir bekommen können. Wir haben ja eh noch... gut, das sollte ich überleben. Ja, 18 Millionen Steine. Das ist krass. So,
Hier gehen wir sowieso links lang, weil sonst rechts wären wir durch die Falle gestorben auch. So. Und jetzt beim Endboss müssen wir sowieso nochmal reviven. Das wird nix. Und rein da mal schauen. Vielleicht haben wir Glück und bekommen sogar eine Waffe. Ja. Okay, das sind 7 Durchläufe. Das heißt, wir haben uns 6 mal roundabout 50 Pilze wiederbelebt. Plus die 650 Pilze vom Anfang oben drauf ist extrem teuer. Auf jeden Fall. Und wir haben jetzt sogar relativ Pech gehabt, würde ich sagen, mit den ganzen Türen. Und generell der Run ist jetzt nicht so einwandfrei verlaufen. Aber wir schauen mal, was wir rausbekommen haben. Lendenschurz, den haben wir leider schon auf dem Server. Elbenring haben wir leider auch schon auf dem Server. Und der Ring fehlte mir, glaube ich. Ich weiß gar nicht, bin mir gar nicht sicher. Ach nee, das ist ja der Ring. Ach scheiße. Das ist ja dasselbe Item in anderer Ausführung. Ja, Mist. Ja, also auch itemtechnisch hat mir das leider hier relativ wenig gebracht. Ja, Fazit dazu ist eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Ist halt wirklich nur was für Hardcore-Payer so. Ne? Ansonsten würde ich davon abraten, diese Runs zu machen. Ich wollte es jetzt euch nur noch mal in diesem Video veranschaulichen. Aber es ist ultra teuer. Wirklich sehr, sehr teuer. Obwohl ich muss es wirklich sagen, für einen Ressourcenrun, ich glaube 6 Mal sterben geht sogar noch. Ich glaube, da hatte ich schon mal teureres. So, ne? Sollte man sich aber trotzdem nicht unbedingt ein Beispiel dran nehmen. Aber es ist halt ein Weg eben, um sehr, sehr schnell an Ressourcen zu kommen, um halt eben Mine zu skippen, sich Metalle, Kristalle zu erfahren, Goldgrube-Ausbau und sowas. Ne? Dafür ist das natürlich sehr förderlich. Vor allen Dingen für Leute jetzt wie zum Beispiel auf W60 oder so, wo alles noch am Anfang steht, die Festung relativ schnell hochbekommen, dadurch auch die Gilde supporten, höhere Ritterhalle etc. Hat viele Vorteile. Ja, aber man muss halt die nötige kleine Mark dafür haben. Ne? Judy, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.